Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Diesmal leider ganz mit mir allein. Und zwar war ich nämlich auf der Gamescom 2014, unter anderem bei CD Projekt. Und ich wollte ein bisschen darüber reden. Unter anderem ging es da natürlich um The Witcher 3, aber auch um das Red Kit 2. Zumindest habe ich dann entsprechende Infos über das Red Kit 2 geholt. Und mit Pavel Panasiuk, hoffentlich wird er so ausgesprochen, ich weiß nicht genau. Ihr kennt ihn auf jeden Fall, wenn ihr im Red Kit Forum mal unterwegs wart, als Banen. Und ich habe mit ihm geredet und unter anderem halt über das Red Kit 2. Und darüber wollte ich euch einfach mal erzählen. Und zwar war ich halt beim Pavel und hab mal mit ihm geredet. Ja, hier Red Kit. Ich war auch schon bei der Gamescom 2013 bei ihm und da meinte er noch so, ja, September, da kommt ein neuer Patch und der fixt halt die zwei großen Probleme, die das Red Kit noch hat, nämlich dieses Cooking, also das Zusammenfügen der Mods zu einer letztendlich fertigen Komponente. Diese Komponente war nämlich, oder ist leider noch, sehr groß, mehrere Gigabyte groß, egal was man in der Mod auch hat. Und das zweite, noch größere Problem war oder ist eigentlich, dass die Münder sich nicht bewegen, wenn man Sprachausgabe hat oder wenn die Figuren, die NPCs irgendwas erzählen und die Münder bewegen sich halt nicht. Und das ist halt relativ doof, das killt halt jegliche Atmosphäre. Und der meinte ja aber auf jeden Fall, dass es September oder spätestens Ende September, genau so hat er es formuliert, dass dann ein Patch fürs Red Kit 1 wohlgemerkt kommen würde. Und ja, also jetzt haben wir mittlerweile September 2014, also über ein Jahr ist das quasi schon her. Und der Patch ist immer noch nicht raus und ich habe ihn mal drauf angesprochen, meinte schon, ja, du hast mir eigentlich versprochen, das kommt und er ist auch nicht mehr wirklich optimistisch, dass das überhaupt noch kommt. Und er meinte auch, sie sind eigentlich die ganze Zeit nur am Witcher 3 dran. Kann ich auch verstehen, sie sind sie sind schon ein paar, aber auch nicht so das große Studio und da müssen sie ihre Ressourcen natürlich entsprechend, priorisieren und ja, dann bleibt halt nichts für das Red Kit übrig, das bringt ja auch kein Geld mehr ein, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen und selbst Cyberpunk, also ihr zweites großes Projekt, da haben sie ja im Prinzip alle Mitarbeiter fast abgezogen, um den Witcher 3 besser zu realisieren. Und dementsprechend fürs Red Kit 1 wird dann wohl nicht mehr so viel kommen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, auch im Nachhinein ganz ehrlich beurteilt, das war ja von Anfang an so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ich meine, das Red Kit an sich ist ja ein schönes Tool. Das ist, ja, okay, nicht intuitiv, aber man kann es benutzen und man kann damit trotzdem sehr viel machen. Und selbst als Anfänger kriegt man damit ja relativ viel hin. Ja, es kam aber eigentlich zu spät. Es kam ja weit nach Release von The Witcher 2. Waren das 2 Jahre oder so? Ich habe es jetzt leider nicht recherchiert. Es kam auf jeden Fall sehr spät. Und deswegen waren die Erfolgsaussichten schon ziemlich gering. Und das war auch jedem klar, der bei dem Red Kit mitgemacht hat. Und deswegen waren nicht mehr so viele Benutzer beim Witcher 2 und es hat nicht mehr so viele interessiert und entsprechend wenig Modder gab es auch, die sich mit dem Zeugs auseinandergesetzt haben. Und dann kam halt noch dazu, dass der Entwicklersupport einfach fehlte. Und das hat Pavel auch ganz klar gesagt, dass er im Prinzip das alleine gemanagt hat. Und ein Mensch für das gesamte Red Kit, das ist natürlich viel zu wenig. Und dann habe ich aber auch nachgefragt, ja, wie ist das denn in Zukunft? Und unter anderem bei der Präsentation, also unser Team hat ein Interview mit den Entwicklern von CD Projekt gemacht. Und sie haben bestätigt, dass auf jeden Fall ein Red Kit 2 kommt. Also man hat nicht gesagt, wann. Das ist noch so ein bisschen die Frage. Aber es kommt auf jeden Fall irgendwas. Das ist ja schon mal ganz gut, denke ich. Ja, es wird dann wahrscheinlich auch zeitnäher kommen, also vermute ich jetzt mal, ganz hypothetisch, als das erste Red Kit. Und Pavel hat dann auch gesagt, dann wären da auch zumindest 5 Entwickler, hat er jetzt konkret gesagt, dran arbeiten und nicht nur er. Ja, und das ist ja schon mal wesentlich mehr als beim ersten Red Kit. Und deswegen, sie wollten auch auf jeden Fall das Ganze, ja, etwas freundlicher, also benutzerfreundlicher gestalten.
wo ich noch meinte, ja, das ist doch schon eigentlich sehr gut benutzbar, aber es ist halt, ja, in manchen Situationen etwas seltsam und genau diese Dinger wollen sie eigentlich rausmachen. Ich habe jetzt auch kein konkretes Beispiel. Nee, das fällt mir jetzt, da fällt mir jetzt auch nichts ein. Auf jeden Fall kommt ein Redkit 2, das hat er mir gesagt. Ja, also ich vermute so ein halbes bis ganzes Jahr nach dem Witcher 3, ja, wenn sich die erste Euphorie so ein bisschen gelegt hat. Ich meine, das macht ja auch marketingtechnisch dann Sinn. Und er hat auch ganz klar gesagt, ja, sie sehen dann auch das Potenzial, dass sich der Witcher dann noch ein bisschen verkaufen könnte. Und ja, das klingt jetzt natürlich an sich, ja, ziemlich kapitalistisch und irgendwie so negativ angehaucht. Aber man muss mal positiv sehen, dann sehen sie auch wirklich, dass das noch was reinbringt und dann werden sie auch ein paar Ressourcen investieren, damit das Ding funktioniert, damit es läuft, damit die Modder damit auch arbeiten, damit man es verstehen kann, damit die Bugs noch rauskommen. Und das ist ja schon mal sehr erfreulich. Also ich räume dem Redkit 2 auf jeden Fall gute Chancen ein. Ich werde mich da auch auf jeden Fall nochmal mit beschäftigen und bin eigentlich auch ganz gespannt, was da letztendlich kommt. Ja, ich habe auch mit Benson Zimmern, den ihr vielleicht aus dem Witcher 2 Forum oder dem Redkit Forum kennt, unterhalten. Er ist ja eigentlich so, ja, der vorstechendste Redkit-Modder gewesen oder ist es noch, weil er halt auch seine Mod, ich weiß gar nicht mehr den Namen, veröffentlicht hat. Ja, und ich habe da mit ihm geredet, er arbeitet auch mittlerweile bei CD Projekt, hat also quasi sein Hobby da zum Beruf gemacht, muss ich ihm auch ganz herzlich gratulieren, das schaffen nicht viele und er macht da garantiert auch einen guten Job. Und ich habe dann halt mit ihm geredet, auch über das Redkit und über den Patch, der noch aussteht. Und er ist tatsächlich noch ein bisschen optimistischer als Pavel und meinte auch, ja, das kommt schon und der Patch ist an sich fertig. Er müsste halt nur getestet werden. Und ich kann auch verstehen, dass, ja, also es ist oft so in der Entwicklung, dass sowas fertig ist, aber das Testen ist ja das Problem, dass nicht irgendwelche Folgefehler entstehen. Und dass die dann das Redkit oder die Witcher 2 Installation komplett zerschießen. Ja, und daran hakt es noch und er ist aber optimistisch, dass da noch was passiert. Er meinte noch, da wäre in Kürze irgendein Meeting für das Redkit ja geplant. Aber ich denke, das wird nur was zum Redkit 2 sein. Also ich würde nicht auf den Patch für das Redkit 1 tippen. Benson Zimmern ist da zwar überzeugt, dass es noch kommt und er ist da auch motiviert und das glaube ich ihm auch, aber letztendlich, er ist da Quest-Designer, hat er gesagt. Letztendlich hat er ja nicht viel damit im Redkit bei CD Projekt zu tun. Da vertraue ich doch lieber dem Urvater des Redkits im Prinzip, der auch dann noch da Programmierer ist. Der wird da schon mehr Ahnung haben. Also, kurzes Fazit für das Redkit. Also Redkit 1 würde ich jetzt ehrlich gesagt meine Ressourcen nicht mehr so investieren und ich weiß, ich habe auch irgendwem versprochen, dass ich noch ein Redkit-Tutorial mache und ich werde das auch bestimmt halten, aber dann nicht für das Redkit 1. Ja, mir fehlt einfach die Motivation und Zeit, also ist die Kombination daraus. Wobei, wenn ich genügend Motivation hätte, würde ich es auf jeden Fall machen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, daran scheitert es letztendlich. Ich meine, die Dinger guckt ja auch keiner an, seien wir ganz ehrlich, und dann möchte ich meine Zeit auch lieber anders investieren. Auf jeden Fall, Redkit 1 ist für mich so ein bisschen gestorben, gescheitert, sagen wir so, oder das war so eine Versuchsphase für das Redkit 2, wo ich tatsächlich wesentlich bessere Tendenzen sehe und auch glaube, dass das mehr Erfolg haben wird als das Redkit 1. Dann kann ich auch direkt zum nächsten Thema kommen. Das Redkit 2 wird dann ja auf dem Witcher 3 basieren. Und ich war halt auch in der entsprechenden Präsentation des dritten Witcher-Teils. Und da kann ich mal so ein bisschen meine Eindrücke schildern. Und ich möchte ja sagen, ich bin ein von Natur aus sehr, sehr kritischer Mensch. Und ich lasse mich auch wirklich ganz schwer hypen. Und ich sehe eigentlich immer das Haar in der Suppe. Und ja, ich bin wirklich überhaupt nicht zu faszinieren oder euphorisch, bin ich ganz selten. Aber bei der Witcher 3 Präsentation, ja, da habe ich wirklich zeitweise Gänsehaut bekommen. Und ich möchte sagen, ganz klar, ich habe
noch von keinem Computerspiel vorher oder PC oder ja, Konsolenspiel, was auch immer, zuvor Gänsehaut bekommen. Und beim Witcher 3 war das erste Mal, weil es mir echt so gefallen hat. Das begann eigentlich schon mit den ersten Sekunden. Der Geralt, also der Held des Witcher 3 und der Vorgängerteile, saß auf einem Ross, auf einem sehr stattlichen Ross, und ritt halt so einen Feldweg entlang, überall schöne Wiesen und schöne Landschaft und in der Ferne so ein kleines Dorf, in welches er dann auch geritten ist. Und die ersten 2 Minuten der Präsentation konnte ich, glaube ich, auf nichts anderes gucken, als auf den scheiß Schweif von dem Kackpferd, der sich immer so schön hin und her bewegt hat. Richtig schön gemacht und richtig dynamisch, und das ist ja auch so etwas, wo ganz viele Computerspiele noch dran kränkeln, an der Haarsimulation. Das gefällt mir ganz oft gar nicht, und echt, das war in dieser Demo einfach so gut und es hat richtig gut funktioniert. Also gut, realistisch war es jetzt noch nicht, also so vollkommen realistisch, aber kam schon sehr nah dran. Ja, eigentlich schon wie der Zopf von Lara Croft in dem aktuell neuesten Tomb Raider Teil, also dieser Reboot, wo es ja auch den Zopf hatte und der mit dieser, scheiße, ich weiß die Technik nicht mehr, der FX oder so. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Auf jeden Fall, das hat genau wie in dem Spiel eigentlich, aber noch ein bisschen besser funktioniert, und vor allem, der hatte dann noch so ein Wolfsfell auf dem Pferd liegen, und die Haare des Wollfells haben dann sich auch noch ein bisschen bewegt, und die Haare von Geralt, also dem Witcher selber, auch, und das hat einfach so gut funktioniert und es sah echt geil aus, und ich konnte meinen Blick nur schwer davon abwenden, weil mir das so gefallen hat, aber allgemein, das Ding sah so geil aus, also, und also die Präsentation war dann so, dass der Hexer halt in das Dorf geritten ist, und da war auch lebendiges Treiben, also da waren die Dorfbewohner auf den Straßen und die haben miteinander geredet, die waren richtig lebendig, da haben Kinder gespielt, meine ich mich dran zu erinnern, da war auch, glaube ich, ein Händler, der seine Waren angepriesen hat, dann haben auch die NPCs miteinander gesprochen, und dann war auch ein Schmied, der schön auf seinen Stahl gehämmert hat, und das hat mir alles richtig gut gefallen, wie es halt in einer mittelalterlichen Stadt so sein soll. Ja, aber von der Stadt kann ich jetzt auch nichts Größeres mehr erzählen. Also, die war lebendig, das hat mir gut gefallen. Und dann ist er irgendwie durch eine Quest in einen Sumpf gereist. Und ja, da kamen dann auch zum ersten Mal Kämpfe vor. Also, er hat dann zu Fuß und nicht auf dem Pferd gekämpft. Das hat mir eigentlich, da ging es dann direkt weiter. Also, dann kamen so Sumpfkreaturen. Boah, die haben auch bestimmt einen Namen, ich weiß die aber gar nicht mehr. Kamen aus dem Wasser und haben halt den Witcher angegriffen. Und also, das klingt jetzt natürlich makaber, aber das Schadensmodell der Gegner hat richtig gut funktioniert. Da hat man den Arm mal abgehackt, und das hat einfach gut funktioniert und physikalisch korrekt alles funktioniert, und ja, es sah gut aus und es passte auch, ja. Also, man kann ja sagen, was man will über die Gewalt in Videospielen. Ich bin jetzt auch ein Gegner davon, die Kritiker komplett zu verteufeln, aber da hat es einfach gepasst. Das hat auch zum Spiel gepasst. Ja, es war realistisch und es sah einfach gut aus, und es war sehr genau vor allem auch. Ja, also man hat schon gesehen, das Schwert ging durch den Arm und dann ist er halt genau an der Stelle abgefallen, und da, also zumindest habe ich die Schadenboxen oder irgendwas in der Richtung nicht gesehen, und das hat einfach gepasst, und die Musik, die hat sich auch super dynamisch da angepasst, wenn der Kampf losging, und das war nicht irgendwie ein Bong und dann ist die Musik umgeschwenkt oder so. War richtig fließender Übergang und richtig dynamisch. Also, wenn ich nicht genau drauf gehört hätte oder geschult wäre, da drauf zu hören auch, weil, ja, als Entwickler achtet man da vielleicht ein bisschen mehr drauf, und sonst hätte man das einfach nicht gehört, weil es so gut war, ja. Und, dann waren da so physikalische Effekte, ja, der macht diesen diesen Feuerstoß, glaube ich, ist das Art. Auf jeden Fall macht er diesen Feuerstoß,
Und dann, ja, dann sieht man auch wirklich die physikalischen Auswirkungen ja, Zaubers. Also, dass wirklich so ein Windstoß kommt und selbst die Gräser und, ja, was aus dem Sumpfwasser wächst, das wird dann so ein bisschen nach hinten gezogen und das weht so im Wind vor und zurück. Und selbst Wasserpfützen kräuseln sich. Ja, also richtig gut gemacht und da passt einfach alles zusammen und das hat mir gut gefallen und selbst die Monster-KI, die ja normalerweise in Rollenspielen nicht gut ist, ja, also sagen wir es ganz ehrlich, ich habe noch nie wirklich in einem Rollenspiel richtig herausfordernde KI gesehen, also ich sag mal von den Kämpfen her, ja, die hatten dann hohe Werte, die waren dann schwer zu plätten als Gegner, weil sie so viele Lebenspunkte haben. Aber im Witcher ist das, oder im Witcher 3 ist das auch so, dass die wirklich sich so ein bisschen strategisch platziert haben, ja, und der eine, wir sind auch später einem Wolfsrudel begegnet und der eine, man war in den Kampf mit einem der Wölfe verwickelt und dann platzieren sich die anderen Wölfe auch so, dass sie dich von hinten angreifen, die Pissnelken, ja, und dann greifen die dich wirklich von hinten an und es hat einfach gut funktioniert und die KI war auch wirklich intelligent und hat sich an die Gegebenheiten angepasst. Also ich bin auch sehr gespannt, wie die Bosskämpfe dann funktionieren werden mit so einer KI. Da kann ich mir echt viel Gutes drunter vorstellen. Und was ich auch cool fand, so eine dieser Sumpfkreaturen hat auch einfach mal mit einem Schlammbrocken nach dem Hexer geworfen, ja. Und dann war einfach mal der ganze Bildschirm voll mit Schlamm und du konntest nichts sehen. Also so ein schönen Schadenseffekt, ja, wo ich auch normalerweise sagen würde, boah, der geht mir bestimmt direkt auf den Sack, ja. Wenn ich den das erste Mal sehe, denke ich mir, boah, wer hat den Kack denn implementiert? Aber da hat das auch gut funktioniert und also man merkt es kaum, aber ich war echt vollends überzeugt. Und es hat einfach gut gepasst. Und dann kam er später auch in so ein ja, zu so einem Hexenhäuschen, sag ich mal. Ich möchte jetzt auch nichts spoilern, aber da gibt's auch teilweise richtig gutes und einmaliges Charakterdesign. Ja, also von den Standard-NPCs, das hat mir teilweise nicht so gefallen. Insbesondere die Frauen, finde ich, sehen noch immer so ein bisschen austauschbar aus. Aber eigentlich, also bei den wichtigen Charakteren, ist das Charakterdesign echt großartig und das funktioniert gut und das haben sie auch echt toll gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wie das ist, das zu erleben. Und sehr schön auch im Englischen die Sprachausgabe, ja. Da sprechen die wirklich teilweise mit Akzent, aber ja, nicht unbedingt verständlich, aber es hat halt gut funktioniert und es war richtig schön und ja, die Sprecher die hatten es halt drauf und ich muss allgemein sagen, dass CD Projekt es da wirklich drauf hat. Also, das haben sie echt gut gemacht und da war ich echt schlicht begeistert und so gehypt von dem Spiel war ich, vor dem Spiel selbst höchstens vom Gothic 3, was dann ja so gefloppt ist. Das ist jetzt auch meine Befürchtung so ein bisschen, aber ich bin ja eigentlich so, ja, gehypt, weil ich das Spiel gesehen habe. Und das habe ich echt so lang nicht mehr erlebt. Also ich bin echt gespannt, wie das Spiel wird. Die einzigen Kritikpunkte, die ich da eventuell gesehen habe, wäre, man kann jetzt tauchen. Also das ist jetzt schon zum einen ziemlich cool, aber was da so ein bisschen, weil ich so ein bisschen mit Argusaugen sehe, ist, wie wird die Tauchsteuerung? Ja, insbesondere auf dem PC, wobei auf den Konsolen eigentlich auch. Da wird's ja nicht besser. Wie willst du da den Hexer steuern? Ich habe selten oder eigentlich kann ich mich an gar keine wirklich gute Tauchsteuerung erinnern. Es hakelt irgendwie immer so ein bisschen. Und da bin ich gespannt, wie sie das lösen. Und das Interface sah halt noch nicht gut aus, aber das ist halt Work in Progress, ja. Das ist typisch für ein Spiel, was jetzt im Februar, also über ein Quartal Zeit noch, das Interface wird noch Work in Progress gewesen sein, also in der Arbeit, sorry. Und ja, das war nicht fertig, ganz klar. Und ich glaube, da wird auch noch einiges passieren. Das sah halt jetzt noch billig aus. Aber das kann bei einem Prototypen lang vor Release noch so aussehen. Also,
da muss ich mir jetzt schon wirklich was aus der Nase ziehen, damit ich jetzt Kritik an dem Ding äußern kann, weil ich wirklich so geflasht bin. Und ich bin tatsächlich auch zuversichtlich, dass die meine Erwartungen erfüllen können. Also, die Entwickler von CD Projekt haben es einfach drauf. So muss ich sagen, ganz klar, das hat man auch bei der Organisation der Gamescom gesehen. Die waren wirklich gut organisiert. Die haben sich Zeit genommen für die Leute. Die haben aber irgendwie ihr Zeitprofil durchbekommen und ja, die haben es einfach drauf, muss man so sagen. Und wir haben auch einen guten Draht zur Community. Also, die haben so richtig, richtig viel richtig gemacht. Und ich bin echt gespannt auf das Spiel und möchte mir das sehr gerne angucken und bin dann gespannt, was da 2015 uns erwartet. Ich habe es auf jeden Fall vorbestellt. Nach Gothic 3 habe ich mir eigentlich gesagt, du bestellst kein Spiel mehr vor. Du guckst immer erst die Reaktionen der anderen an. Mir sind auch Spiele nicht mehr so wichtig wie früher, muss ich auch ganz klar sagen. Aber das Spiel, da brenne ich nochmal drauf, mich dann schön ein Wochenende oder eine ganze Woche schön Urlaub nehmen und dann einsperren und im Zimmer und dann wird das gezockt. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, also ich kann das Spiel wirklich nur weiterempfehlen, was ich davon gesehen habe. Also jetzt bloß keine, also ja, ich würde es an eurer Stelle, wenn ihr noch nicht ganz überzeugt seid, dann wartet ruhig, wartet die Wertung ab. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die gut sein werden. Das war auf jeden Fall, ja, von meinem Eindruck her das beste Rollenspiel, was ich je gesehen habe. Auch die Open World hat funktioniert. Und wenn da nicht zu viele Bugs drin sind und wenn da nicht zu viele Gegner sind, wo einfach gar nichts ist, dann, wenn diese Faktoren nicht gegeben sind, dann wird das beste Rollenspiel, was es je gab. Also ohne Wenn und Aber, muss ich leider sagen. Außer ihr mögt keine Open World, aber cool. Dann mögt ihr halt keine Open World, da kann ich euch auch nicht helfen. Gut. Also, wie gesagt, Witcher 3 freue ich mich sehr drauf. Red Kit 2 wird bestimmt auch geil. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen interessiert. Ja, ansonsten bin ich jetzt am Ende. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, bitte wirklich in die Kommentare schreiben. Manche schreiben mir dann auch persönliche Nachrichten. Dank Google Plus, dieser tollen Erfindung und dieser Fusionierung mit YouTube, sehe ich die Nachrichten ganz oft nicht. Oder jetzt habe ich vor kurzem mal eine Nachricht gesehen, die 3 Monate alt war. Und es tut mir dann auch leid, dass ich die so spät beantworte. Ich beantworte jede Nachricht eigentlich ganz gerne. Außer ihr schreibt vollkommen Nonsens, dann beantworte ich die vielleicht nicht so gerne. Aber normalerweise antworte ich jedem, der mich irgendwas fragt. Ja, und am besten in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich das auch für alle ganz gerne. Und dann wisst ihr Bescheid. Alles klar, wir sehen uns dann für das Red Kit 2. Also ich möchte auch gerne wieder Tutorials machen. Muss ich mal mit dem Pavel abklären. Oder ja, wir sehen uns halt gar nicht. Oder World of PS4. Mir auch Wurst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann!